Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Reinhard and Daniel is back from Brazil. Reinhard und Daniel aus Brasilien sind zurück. So we saw that how it makes no sense that we are part of the system of this world. Wir haben also gesehen, dass es keinen Sinn macht, dass wir Teil des Systems dieser Welt sind. Because God has got something for us that is bigger than we can imagine. Denn Gott hat etwas für uns, das größer ist, als wir es uns vorstellen können. And we need to experience everything that His grace has lavished upon us. Und wir müssen alles erleben, was seine Gnade uns beschert hat. So look how beautiful and poetically He expresses the next statement. Schau, wie schön und poetisch er die nächste Aussage in 1.Korinther 2, Vers 13 wiedergibt. And we articulate these realities with the words imparted to us by the Spirit and not with the words taught by human wisdom. Und wir formulieren diese Wirklichkeiten mit Worten, die uns der Geist vermittelt und nicht mit Worten, die uns menschliche Weisheit lehrt. So he's saying, Er sagt also, all this incredible, beautiful thing about the grace and Jesus being everything, dass all die unglaublichen schönen Dinge über die Gnade und darüber, dass Jesus alles ist, and the wisdom of God and not man's wisdom, sowie die Weisheit Gottes und nicht die Weisheit des Menschen, this cannot be taught with the words of human wisdom. nicht mit Worten menschlicher Weisheit gelehrt werden können. Because they are spiritual realities and only the Holy Spirit can explain spiritual realities. Weil es sich um geistliche Realitäten handelt und nur der Heilige Geist geistliche Realitäten erklären kann. Do you know what I found? Weißt du, was ich festgestellt habe? That so many Christians have not grasped the simple secret So viele Christen haben das einfache Geheimnis nicht begriffen, that spiritual realities many times do not make any sense to the rational mind. dass geistliche Realitäten für den rationalen Verstand oft keinen Sinn machen. You know, we are trying to figure so many things out rationally. Wir versuchen so viele Dinge rational herauszufinden. Think what the system of this world has taught us. Überleg mal, was uns das System dieser Welt gelehrt hat. Knowledge is power. Wissen ist Macht. The more you know, the more power you have. Je mehr du weißt, desto mehr Macht hast du. But that's not the kind of knowledge that is truly important. Aber das ist nicht die Art von Wissen, die wirklich wichtig ist. So what do people do? Was tun die Menschen also? People accumulate and accumulate and accumulate more knowledge. Sie häufen und häufen und häufen mehr Wissen an. And what do they do? Was machen sie dann? In the end, the more who studied more and knows more is the one who is more powerful. Am Ende ist die Person, die mehr studiert hat und mehr weiß, diejenige, die mehr Macht hat. But that's not how the kingdom of God works. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Because in the kingdom, it's about spiritual realities and not about accumulated rational knowledge. Denn im Reich Gottes geht es um geistliche Realitäten und nicht um angesammeltes rationales Wissen. But this has unfortunately also infiltrated the Christian world. Doch leider hat dies auch die christliche Welt infiltriert. Think how many Christians have paid a lot of money to get knowledge about how to be successful. Überleg mal, wie viele Christen viel Geld bezahlen, um sich Wissen anzueignen und zu lernen, wie man erfolgreich ist. And what happens? Was geschieht dann? Nothing works because this is not the wisdom of God. Nichts funktioniert, denn das ist nicht die Weisheit Gottes. I remember a long time ago. Es ist schon lange her. It was the year 1999. Es war das Jahr 1999. And I remember among a group of pastors, Ich erinnere mich, dass eine Gruppe von Pastoren endless discussion that when the year 2000 comes, the crash will come. endlose Diskussionen darüber führte, dass im Jahr 2000 der Crash kommen würde. You know, they called it Y2K, the year 2000. Sie nannten es auf Englisch Y2K, das Jahr 2000. And I remember Christians sold books and made millions, Ich erinnere mich daran, dass Christen Bücher verkauften und Millionen verdienten, all motivated by this fear that everything is going to crash. motiviert durch diese Angst, dass alles zusammenbrechen wird. Maybe some of you are old enough to remember. Vielleicht sind einige von euch alt genug und können sich daran erinnern. And here is what the reasoning behind it was. Folgende Argumentation steckte dahinter. That when the computer
computers were invented and everything programmed, Als die Computer erfunden und alles programmiert wurde, they did not calculate in that a new millennium will start. hatte man nicht einkalkuliert, dass ein neues Jahrtausend beginnt. So when it goes to the year 2000, everything will go crazy. Wenn es also auf das Jahr 2000 zuginge, würde alles verrückt spielen, Because the computer doesn't know where it is. weil der Computer nicht wissen würde, wo er steht. They said airplanes will crash. Sie sagten, Flugzeuge würden abstürzen, Everything that has its computer connection will be crashing. alles, was mit Computern verbunden ist, würde zusammenbrechen. And Christian so-called prophets became millionaires because they wrote these books and sold these books. Und Christen, sogenannte Propheten, wurden zu Millionären, weil sie solche Bücher geschrieben und verkauft haben. And I remember I was in this pastor's meeting Ich erinnere mich, dass ich in einem Pastorentreffen war and they kept discussing what we need to do, how do we need to prepare our churches, what do we have to say. und sie diskutierten immer wieder, was müssen wir tun, wie müssen wir unsere Gemeinde vorbereiten, was müssen wir sagen. And I've never been a computer clever guy. Ich war nie computeraffin, computerbegeistert. Not until today I am. Und bin es bis heute nicht. But I've been kind of a Bible clever guy. Aber ich war schon immer ein Bibelfreak. And I like Jesus. Und ich mag Jesus. And I told these guys, I said, I don't want to be part of this conversation because nothing will collapse. Ich sagte zu den Jungs, ich will an diesem Gespräch nicht teilnehmen, weil nichts zusammenbrechen wird. And they had every rational argument to try to convince me, but I had the Spirit of God inside of me that convinced me. Sie versuchten, mich mit allen rationalen Argumenten zu überzeugen, aber ich hatte den Geist Gottes in mir, der mich überzeugte. Think about this. Denk darüber nach. Paul said that these things, they have to be articulated in a different way, imparted by the Spirit. Paulus sagte, dass diese Dinge auf eine andere Art und Weise ausgedrückt werden müssen, die durch den Geist vermittelt wird. And how many times people seek more human wisdom, but life doesn't work like that. Und wie oft suchen die Menschen nach mehr menschlicher Weisheit, aber so funktioniert das Leben nicht. More human wisdom, how to make marriage work. Mehr menschliche Weisheit, wie man die Ehe zum Laufen bringt. I tell you the secret to a happy marriage. Ich sage dir das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Surrender to Jesus and make him the center of your marriage and your life. Gib dich Jesus hin und mach ihn zum Mittelpunkt deiner Ehe und deines Lebens. See, that's how simple it is. Siehst du, so einfach ist das. But we're always trying to follow human wisdom and then we wonder why we get so frustrated. Wir versuchen immer, der menschlichen Weisheit zu folgen und dann wundern wir uns, warum wir so frustriert sind. Look what Paul says. Schau mal, was Paulus sagt. We join together spirit-revealed truths with spirit-revealed words. Oh, how I like that. Wir verbinden vom Geist geoffenbarte Wahrheiten mit vom Geist geoffenbarten Worten. Oh, wie ich das mag. So, do you know what I decided a long time ago? Weißt du, was ich schon vor langer Zeit beschlossen habe? I'm going to follow Jesus. Ich werde Jesus nachfolgen. And now I love to study the Bible. Ich liebe es, die Bibel zu studieren. But I just don't like the idea that the more clever things sound, the more powerful they are. Aber ich mag die Vorstellung nicht, dass Dinge umso mächtiger sind, je klüger sie klingen. Do you know, I've experienced this sentence many times in my life. Diesen Satz habe ich in meinem Leben schon oft erlebt. We join together spirit-revealed truth with spirit-revealed words. Wir verbinden vom Geist geoffenbarte Wahrheiten mit vom Geist geoffenbarten Worten. I tell you how many times I had my time with Jesus and I had these spirit revelations. Wie oft habe ich Zeit mit Jesus verbracht und diese Geistoffenbarungen gehabt And I said, und gesagt, Lord, Herr, I need words to express what the Spirit revealed me. ich brauche Worte, um auszudrücken, was der Geist mir geoffenbart hat. And it was the Holy Spirit who gave me the words to express His revealed truths. Und es war der Heilige Geist, der mir die Worte gab, um seine geoffenbarten Wahrheiten auszudrücken. We need a lot of joining of Spirit-revealed truth with Spirit-revealed words. Wir brauchen mehr von dieser Verbindung zwischen den vom Geist geoffenbarten Wahrheiten und den vom Geist geoffenbarten Worten. And tomorrow we will keep going. Morgen machen wir weiter.